Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um dieses kleine Gerät. Ich hatte bisher einen Poolsauger von Intex mit Schlauch, auch automatisch gefahren, aber halt an der Auslassdüse am Pool angeschlossen, und jetzt haben wir uns für einen Akku-Poolsauger entschieden, und zwar für einen Aiper Scooper SE. Warum? Werdet ihr gleich erfahren, und wie das Ding so funktioniert auch. Viel Spaß beim Video. Ja, warum haben wir uns einen neuen Poolsauger gekauft? Zum einen war der alte jetzt schon ein paar Jährchen alt, 3-4 Jahre bestimmt. Der quietscht so langsam auch in der Räder. Und das Ganze ist als meistens ein bisschen umständlich zu montieren. Dann haben wir so, dass wir eine Drehzahlregelung an der Poolpumpe haben. Und dadurch, wenn ich das tagsüber mache mit einem Poolsauger, also am Wochenende oder so, muss man immer die Drehzahlregelung außer Betrieb nehmen und dann die Poolpumpe auf Vollgas stellen, dass die Saugleistung auch in Ordnung ist. Muss man sich also manuell ein bisschen drum kümmern. Dann haben wir immer wieder den Fall gehabt, dass sich nach so einer halb, Stunde dieser Schlauch ein bisschen verwickelt. Das war jetzt nicht so extrem, aber manchmal doch störend. Ja, und dritter Grund war einfach, es soll vereinfacht werden. Das heißt, dieser Poolsauger, der hat ja kein Kabel, gar nichts. Der hat ja einen Akku, 90 Minuten Betriebszeit. Und von dem her stelle ich mir so vor, dass wir das Ding einfach nehmen, ins Wasser werfen. Das läuft einfach 1,5 Stunden, dann holen wir es raus und der Pool ist sauber. Und dann müssen wir uns um den Schlauch kümmern, um die Poolpumpe umstellen, und das ist eigentlich so der Hintergrund, warum. Kommen wir zu diesem Poolsauger. Der hat so einen Ein-Klick-Bedienungsmodus, also es gibt eigentlich nur einen Knopf zum Aktivieren. 90 Minuten Betriebszeit, habe ich ja schon gesagt, und ist für Pools bis 80 Quadratmeter geeignet. Es gibt so zwei Modelle von diesem günstigen Aiper. Einmal den Scooper SE, das ist jetzt dieses Modell hier. Und das andere Modell, das ist einfach ein Aiper Poolsauger. Sieht ein bisschen anders aus. So richtig habe ich den Unterschied nicht rauslesen können, auch nicht auf der Aiper Webseite. Ich habe jetzt diesen hier genommen. Den gab es auch mit einem weißen Gehäuse, das seht ihr gleich. Und optisch fand ich ihn jetzt ein bisschen hübscher miteinander. Aber das ist eigentlich auch gerade egal. Ja, und warum wird dieser Poolsauger von Aiper? Einfach wegen Preis. Ich meine, wenn man jetzt nach Akku-Poolsauger sucht, dann kommt man immer wieder auf diese Aiper-Geräte. Die Bewertungen sind eigentlich relativ okay bei Amazon. Das ist so bei 4,0 Sterne. Es gibt so ein bisschen für und wider, aber ich möchte mir jetzt einfach selber davon überzeugen, ob das ganze Gerät was taugt oder nicht. Ich denke, für mich, für unseren Pool, wird das völlig ausreichend sein. Ein Aiper macht ziemlich viel Werbung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kriege, wenn ich nach Poolsauger oder Poolsauger suche, immer diese Aiper-Geräte angezeigt halt. Hier auf die Werbung reingefallen. Ja, zum Preis. Also der Poolsauger liegt so bei knapp 300 Euro regulär, aber mit so Werbeaktionen bei Amazon habe ich ihn jetzt für 143 Euro bekommen. Finde ich schon recht günstig jetzt für so einen Akku-Poolsauger, der nachher die komplette Arbeit übernimmt. Und jetzt schauen wir mal in das Paket rein, gucken mal, was da rauskommt, und dann werden wir den testen. Ich packe ihn jetzt auch zum ersten Mal aus. Der ist irgendwie schon dreckig, okay. Vielleicht ist er ja gebraucht, mal sehen. Eigentlich soll er neu sein. So, hier ist ein bisschen Werbung. Location Home, okay. Da ist das gute Stück. Schön in einer Tüte. So. Schön. Hier mit dem Weiß ist echt schön. So, dann gucken wir uns das Teil mal genauer an. Hier ist die vordere Auslassdüse, hier die hintere. Damit fertig. Ich muss sagen, der hat so Rolle unten. Der fährt super leicht hier jetzt auf dem Boden. Hier unten ist der Einschaltknopf. Und die Ladebuchse. Also, jetzt muss man aufpassen, dass es nicht runterfällt. Hier vorne ist der Wasserauslass wahrscheinlich noch. Der Überdruckauslass. Genau, dann machen wir mal den Behälter unten weg. Ich habe wie immer keine Bedienungsanleitung gelesen. Das muss einfach so funktionieren. So. Hier sitzt der Motor drin für das Gebläse, also quasi die Pumpe. Dann haben wir hier die Räder dran und hier ist das Sieb. Ich gucke, im Gegensatz zum anderen Poolsauger, ja, hat er hier jetzt keine Dichtung drin. Ja, das liegt halt einfach hier so drin. Und hier ist dann der Bereich, wo nachher die Verschmutzungen drin sind. Hier unten sind die Ansaugklappe. Das heißt, hier unten saugt er ja der Dreck rein. Das ist so eine Rückschlagklappe auch. Sieht man. Hier und hier. Also 2 Stück. Genau, arg viel mehr gibt es jetzt schon
eigentlich nicht so sagen. Ja, Gehäuse fühlt sich jetzt nicht ganz so billig an, aber das ist jetzt hier ist auch nichts ganz Besonderes. Ich hoffe, dass das alles dicht ist. Hier schaut der Akku drin, also eigentlich ist ja alles in diesem Gehäuse hier drin. Kann man dann an seine Poolstange dran machen und entsprechend den Poolsauger wieder rausholen. Gut, brauchen wir nicht sagen. Wir schauen, ob das Ding geladen ist. Schalte es an und dann werfen wir es ins Wasser und gucken, was er macht. Inzwischen ist die Kiste hier vollständig geladen und ich packe euch jetzt mal noch hier mit drauf und dann gucken wir, wie das Ergebnis nachher sein wird. Der Boden ist jetzt gar nicht so dreckig. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Da unten ist ein bisschen grün, aber das kriegt man wahrscheinlich eh noch mit der Bürste weg. Da hinten sieht man ein bisschen was auf dem Boden und ansonsten ja, relativ wenig. Einschalten tut man noch einfach hier auf den Knopf. Ich drücke jetzt kurz drauf. Er piepst. Und jetzt müsste er allein nicht losfahren, wenn ich ihn reinsetze. Ja, er fährt schon mal los. Geschwindigkeit ist ganz okay, dann, wenn er nicht so schnell ist, schwerbelt er auch nicht so viel auf und saugt besser. Es sind jetzt ein paar Unebenheiten in der Poolfolie hier drin. Das schaue ich auch noch, ob das ihn stört. Hier am Rand ist gut, da fährt er nicht hoch. Jetzt schaltet er sowieso schon um. Er bleibt ziemlich so auf der gleichen Stelle, also hin und her. Mal gucken, ob das sich noch ändert. Großartig lenken tut er gerade nicht. Kommt natürlich auch davon, wenn er hier hochfährt, dann richtet er sich ja relativ wieder geradeaus. Also hier sieht man, da liegt auch Dreck im Wasser. Und hier, wo es ein bisschen grüner ist, da sieht man auch, dass Dreck da ist. Aber das ist mal so der Hauptanhaltspunkt hier, ob das nachher weg ist. Bin gespannt, ob das irgendwie richtig was bringt. Weil da bleibt jetzt echt nur hier auf der Stelle. Das hatte ich auch in einer Amazon-Bewertung gelesen, dass er wirklich nur vor- und zurückgefahren ist im Indoor-Pool, quasi so ein Hallenbad im Haus. Da ist er immer nur am Rand hin und her gefahren und hat sich nicht in eine andere Richtung bewegt, aber das macht er hier jetzt irgendwie gerade auch. Die einzigste Beeinflussung von der Richtung ist wirklich hier, und das sind diese Falte hier, die 3 am Poolboden. Jetzt kommt mal auf die Idee, der andere Poolroboter von Aiper, der hat ja diese quadratische Form, aber verdreht. Wahrscheinlich, wenn der dann an den Rand vom Pool fährt, dann dreht es einfach so ein bisschen um 45 Grad. Also so ein bisschen kommt er voran. Jetzt lassen wir die Mühle hier laufen und schauen wir uns mal nachher an, wie das Ergebnis ist. So, Freunde, es ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde rum. Zwischendurch war der Kameraakku leer und ja, er fährt wirklich nur hin und her. Da vorne liegt noch der ganze Dreck. Am liebsten würde ich ihn jetzt rausholen und naja, ich verpacke ihn dann schön und dann geht er zurück, weil der funktioniert noch nicht wirklich. Also dieser Produkttest, muss ich sagen, ist gescheitert für mich. Also sowas. So, also Kamera weg, abschalten. Ich denke, er ist aus, er hat ja keine LED und nichts. Dann schauen wir mal, ob was drin ist. Er ist nicht aus, er läuft noch. Gut, jetzt wahrscheinlich. Okay. So sieht das Gitter aus. Also fast nichts dran. Und so sieht es innen aus. Also hier unten ist so ein bisschen Dreck, sieht man das? Ganz feiner Dreck, aber nicht wirklich irgendwas hochgeholt. Ja,
Und das ist noch gut. Kommen wir zum Fazit. Der Poolroboter sieht gut aus. Man muss eigentlich nichts zusammenbauen, außer die zwei Bürsten. Er lässt sich leicht einschalten, ausschalten, reinigen. An sich macht er einen guten Eindruck. Das Problem ist, er fährt halt nicht richtig. Also, ja, bringt mir halt gar nichts mit dem Poolroboter, wenn er nur hin und her fährt. Ich will ja auch einen sauberen Pool. Und demnach ist das ganze Ding für mich gescheitert. Deswegen Daumen nach unten für den Poolroboter. Daumen nach oben für mich, für dieses Video. Lasst ein Abo da, kommentiert, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und ja, wir sehen uns bei den nächsten Poolroboter-Videos, weil ich brauche ja einen neuen Poolroboter. Deswegen wird ein weiteres folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.